Ich begrüße für die Meinung am Mittag heute den Journalisten Christoph Lemmer. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Lemmer. Wir sehen es, wenn wir auf die deutsche Politik schauen, ja jetzt im Wahlkampf ganz klar noch immer. Sowohl die FDP als auch jetzt SPD und Grünen versuchen noch immer eine Mehrheit der Mitte zu schaffen, also ohne die AfD. Sie sehen das als problematisch an. Warum? Also Sie haben da selber gerade so ein schönes Resümee getroffen nach dem Beitrag über den neuen Zoff zwischen CDU und FDP. Sie haben gesagt, damit ist die Freundschaft zwischen den Parteien 2,5 Wochen vor der Wahl wohl vorbei. Ich sage dazu nur hoffentlich, denn dann knackt womöglich mal dieses Kartell auseinander, das am Ende dazu beigetragen hat, dass wir eine Polarisierung haben, wie wir sie heute haben und dass die AfD so stark geworden ist. Und das möchte ich auch kurz erklären. Kartelle sind in der Wirtschaft verboten. Unternehmen dürfen sich nicht absprechen hinter den Kulissen und beispielsweise Preise festlegen. Stellen wir uns vor, alle Handyhersteller der Welt würden es tun. Apple, Samsung, Google, Xiaomi und wer auch immer würden beschließen, wir verkaufen kein einziges Handy mehr unter $2.000 oder 2.000 Euro. Dann wären die halt super teuer. Die hätten riesige Margen, würden vielleicht weniger Stück verkaufen, weil so viele Leute sich das nicht mehr leisten können, aber würden vermutlich vorübergehend ein sehr gutes Geschäft machen. Das ist in praktisch jedem Land der Welt verboten, auch in Deutschland. Aber zwischen den Parteien haben wir ein Kartell. Das hat unter Angela Merkel begonnen und richtig Fahrt aufgenommen. Und es bestand darin, dass man sich eben intern in Hinterzimmern abgesprochen hat, welche Anträge welche Partei stellt, damit nicht die Situation eintritt, dass man versehentlich doch mal auf die Zustimmung der AfD angewiesen sein könnte. Das hat dazu geführt, auch verbunden mit anderen Aspekten der Politik von Angela Merkel, dass vor allen Dingen die Union mehr Richtung Grüne und SPD gerutscht ist. Damit ist das Gesamtspektrum, das die demokratischen Parteien abdecken, kleiner geworden. Und hat eben eine Lücke auf der rechten Seite aufgemacht, die vorher von der CDU abgedeckt worden ist. Und da ist die AfD reingegangen. Damit ist sie überhaupt erst gegründet worden. Damit ist sie in der Amtszeit bis zum Ende von Angela Merkel auf 11% angewachsen, wie sie jetzt ja gerade bei den Kollegen der Zeit noch einmal festgestellt hat. Und das ist die Basis, auf der die AfD dann in den letzten 3 Jahren weiter gewachsen ist, weil eben auch dieses Kartell zwischen diesen anderen Parteien weitergegangen ist, der Raum weiter eng gewesen ist und damit der Platz für die AfD groß. Jetzt hat Friedrich Merz dieses Kartell aufgekündigt und ich glaube, dass das eine richtige Entscheidung ist, weil damit die politische Debatte wieder in die Öffentlichkeit rückt. Jetzt wird wieder ernsthaft im Bundestag debattiert. Wir haben das ja auch gerade gesehen. Sehr dramatisch, sehr laut und sehr aufgeladen. Aber es war eine echte, ernsthafte Debatte mit echten, ernsthaften Meinungsunterschieden. Und das entspricht auch dem, was es in der Bevölkerung gibt. Und die Parteien im Parlament sind dazu da, Meinungen aus der Bevölkerung zu bündeln und eben im Parlament beschlussfähig zu machen. Möglicherweise kommen wir dahin jetzt auch zurück, dank Friedrich Merz. Christoph Lemmer, vielen herzlichen Dank für Ihre Meinung am Mittag. Gern.